Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin immer noch Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und jetzt im dritten Anlauf dieses Videos, weil ich beim ersten Mal unkonzentriert war und mich verspielt habe und beim zweiten Mal aufgestoßen habe. Das muss nicht unbedingt ins Netz. Ja, zweites Video der Doppelzunge-Reihe, und heute machen wir die gleiche Übung wie beim letzten Mal und machen die eben nur einfach ein bisschen schneller. Ich mache dazu gleich das Metronom an. Und wir fangen wieder wie beim letzten Mal an, gesprochen mit der Doppelzunge auf D und G. Ich spreche vor, du sprichst mir nach. Daga, 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 da. Daga, 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 da. Daga, 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 da. Gut, und jetzt machen wir das Ganze auf Luft. Und dabei trainieren wir praktisch gleich, dass die Luft bei der Doppelzunge durchfließen muss. Dass wir praktisch nicht auf jeder Sechzehntel einen einzelnen Impuls geben, sondern dass die Luft durchfließt. Und ja, das macht eben das so einfach, dass man mit der Doppelzunge eben so schnelle Passagen eben einfach spielen kann, die dann trotzdem gut klingen. Ja, jetzt einfach auf Luft. Ich spiele vor, du spielst nach. Ganz genau. Das war's mit auf Luft. Oh. Und jetzt nehmen wir wieder das Instrument zur Hand und spielen das Ganze auf dem großen F. Ich spiele vor, du spielst nach, wie beim letzten Mal. Jetzt gehen wir einen Halbton höher. Und noch einen Halbton höher. Und so weiter. Das A. Und das B. Das H. Das C. Das Cis. Und das D. Und das S. Und das E. Und das F. Und wir gehen abwärts. Und noch an. Und aufs D. Aufs Des. Aufs C. Aufs Ces. Und aufs B. Oh, da habe ich wohl Wasser drin. Und als letztes das F. Ja, das war's mit der zweiten Übung zum Thema Doppelzunge. Ich werde jetzt doch noch ein drittes Video draus machen, denn ich denke, es ergibt dann doch Sinn, wenn wir jede einzelne Übungsstufe in einem einzelnen Video vorstellen, damit du das eben so üben kannst, dass du es immer deinen Fähigkeiten entsprechend üben kannst.
Ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video dann dabei bist, wenn du das jetzt schon kannst mit der Doppelzunge. Ansonsten mach die Übung einfach ein paar Mal, bis es wirklich flüssig läuft, bevor du auf die nächste Stufe gehst. Außerdem freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mindestens mal auf meiner Seite tubalernen.de vorbeischaust und dich da durchklickst. Tja, ich freue mich drauf, wenn es dir gefallen hat, wünsche dir viel Erfolg beim Üben und tschüss.